Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, heute hier zu dem Video. Wir haben uns heute mal ausgesucht, und zwar unsere Lampen. Thema Dekoration im Wohnmobil. Wir haben hier einige Lampen einmal bereitgestellt, und zwar welche, die wir gar nicht für gut befunden haben und welche, die wir wirklich durch langes Suchen uns hier bestellt und zugelegt haben. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Viel Spaß, bis gleich. Herzlich willkommen zu dem Video. Heute geht es um das Thema Lampen im Wohnmobil. Das heißt Stehlampen im Wohnmobil, dekorative Lampen im Wohnmobil. Wir haben ja die Ambientenbeleuchtung, aber wir wollten ganz einfach mal Lampen dazu haben für unsere Nachtablagen hier hinten im Wohnmobil und natürlich Lampen, die man für den Außenbereich mitnehmen kann, die wasserdicht sind. Wir haben hier verschiedene Lampen mal für euch getestet. Diese Lampen haben wir für längere Zeit hier im Gebrauch gehabt, ob günstig, ob preisintensiv, je nachdem. Wir haben hier drei verschiedene Kategorien: die ganz günstige Variante, dann eine mittlere Preisvariante und dann die ganz teure Variante. Wir haben hier schon drei verschiedene Varianten an Lampen aufgestellt. Es sind drei unterschiedliche Preiskategorien. Wie zuverlässig sind die Lampen? Was machen die für ein Licht? Was haben wir hier für Einstellmöglichkeiten? Und legen wir jetzt Wert auf Farbe oder normales Licht? Wo wollen wir die Lampen verwenden? In erster Linie wollen wir die Lampen hier im Schlafzimmerbereich verwenden. Denn wir haben hier im Schlafzimmerbereich rechts und links von unserem Queensbett die Ablagen, und hier möchten wir ganz gerne Lampen drauf haben. Wir haben zwar hier indirekte Beleuchtung, die lässt sich auch schön von hier vorne steuern. Da haben wir hier diese Schalter uns angebracht über ein Relais. Ja, und Viola hat gesagt, ich möchte ganz einfach Lampen haben rechts und links, welche die man auch im Außenbereich mit verwenden kann, und natürlich auch Lampen, die man hier mit auf dem Tisch verwenden kann. Denn wenn wir hier am Tisch sitzen, ist es schön, wenn wir hier noch eine Lampe hat. Wir haben für euch drei Lampen einmal ausgesucht und getestet. Es geht natürlich um viele Faktoren. Erst ums Licht. Kann man die Lampen laden? Was machen die für ein Licht? Kaltweiß, warmweiß, Farbe. Sind diese Lampen wasserdicht, dass man die auch mit rausnehmen kann? Und natürlich auch ein weiterer wichtiger Punkt: wie standfest sind die Lampen? Denn die stehen in der Regel bei uns auf dem Tisch oder hinten im Schlafzimmer, dass die auch während der Fahrt stehen bleiben. Wir haben hier drei verschiedene Preiskategorien. Das ist die Preiskategorie günstig. Hier kann man verschiedene Farben einstellen. Diese hat unseren Test leider nicht überstanden, weil die auch nicht so standfest ist. Die mittlere Preiskategorie, diese Lampe, so eine Art Standlampe, hier liegt man schon ein bisschen besser, denn die hat auch ein relativ gutes Gewicht und ist sehr standfest und macht natürlich auch ein schönes Licht. Wir haben ein Warmweiß, wir haben ein mittleres Weiß. Ich mache mal hier ein bisschen zu, dass man das sehen kann. Ein mittleres Weiß, und dann haben wir ein richtiges Kaltweiß. Dann kann man dazu diese Lampen dimmen, und wir haben hier oben einen Lichtbereich und hier unten einen Lichtbereich. So, und somit scheint diese Lampe auch schön hier bei uns auf dem Tisch drauf, und man kann diese Lampe überall mit hinnehmen, und sie ist sehr standfest. Und diese Lampe hat hier unten am Fuß, wenn man sehen kann, eine gummierte Anti-Rutschmatte dran. Somit steht diese Lampe auch richtig fest hier auf dem Untergrund. Für unsere Anforderungen vollkommen ausreichend. Hier kommen wir nochmal dazu zum Preis. Und hier haben wir die teure Variante von Lampen. Ich mache mal diese Lampe hier aus. Die teure Variante, eine sehr schmucke Designerlampe, die macht auch ein sehr schönes Licht. Ein sehr, durch dieses
Kristall ein sehr schönes, dezentes, warmweißes Licht. Diese Lampe haben wir sehr viel im Gebrauch, ist natürlich auch preisintensiv. Für den Preis die Lampe eine Lichtvariante, ein und aus, ist aber nicht dimmbar. Alle diese Lampen, die wir hier stehen haben, sind über USB zu laden, haben einen integrierten Akku, eure Variante hier unten und die anderen beiden dann hier unten dran. Hier haben wir die Möglichkeit zum Laden über USB-C. Ich habe es mal ein bisschen dunkel gemacht. Wir haben jetzt die 3 Lampen hierzu stehen und wir wollen euch mal das Lichtverhältnis zeigen und dann zeigen wir euch mal die Standfestigkeit von den beiden Lampen. Die preisgünstigere Lampe hat einen sehr breiten Standfuß, ist natürlich auch sehr leicht, hat hier unten dran Anti-Rutschnoppen. Somit kann die Lampe relativ leicht verrutschen durch ihren Gewicht, ist aber deutlich größer und breiter als die anderen Lampen. Im mittleren Preissegment haben wir ja schon gezeigt, durch ihr Gewicht sehr standsicher. Hier sind wir schon einige Touren gefahren. Die ist auf dem Tisch stehen geblieben, die ist hinten stehen geblieben. Die kippeln nicht während der Fahrt und kippen natürlich auch nicht um, wenn man jetzt hier mal etwas stark bremsen muss. Bei denen ist es natürlich anders, bei den hochpreisigen. Hier haben wir unten dran uns was ran gemacht, weil hier unten dran rein Plast ist. Die Lampe rutscht natürlich. Die Lampe mussten wir immer in Sicherheit bringen, wenn wir gefahren sind, denn die ist regelmäßig auch hier verrutscht oder weggerutscht. Ja, im Preissegment liegen alle Lampen natürlich auch unterschiedlich. Hier haben wir die Lampe, wie gesagt, von 10 bis 20 Euro. Hier haben wir diese Lampe, die gibt es im Zweierpack. Die liegen bei 80 bis 100 Euro, je nach Angebot. Im Zweierpack haben wir die hier bestellt und diese Lampe haben wir einzeln. Diese Kristalllampe liegt im Preis zwischen 150 und 200 Euro. Macht natürlich auch ein sehr schönes Licht, ein super Design. Wenn man das hier mal, die andere Lampe mal ausmacht, dann sieht man das schon, dass das sehr schönes Licht ist. Auf jeden Fall werden wir diese Lampen mal mit verlinken unten in der Videobeschreibung. Für was für Lampen haben wir uns entschieden? In erster Linie für diese Lampe hier entschieden. Die werden wir aber immer wieder wegräumen, weil die uns ganz einfach zu schade und zu standunsicher ist. Zusätzlich haben wir uns natürlich aber auch noch für diese Standlampen hier entschieden. Durch ihre Standfestigkeit, durch ihr dezentes Licht. Diese gibt es einmal in der Farbe Schwarz und einmal in der Farbe Weiß. Wir haben uns hier für die Farbe Schwarz entschieden, denn wie ihr sehen könnt, passen die ideal zu uns hier ins Wohnmobil auf unsere beiden Nachttische. Die bleiben stehen während der Fahrt und die kann man auch mit für den Außenbereich nehmen. Die sind natürlich auch wasserdicht. Die Akkulaufzeit von allen Lampen, die wir euch hier vorgestellt haben, zwischen 10 und 15 Stunden haben wir jetzt hier je nach Lichtintensität schon mit den Lampen auf der Wintertour verbracht. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das war einmal ein kurzes Feedback zu unseren Lampen. Das wollten wir euch ganz gerne mal zeigen. Diese Lampen haben wir jetzt schon ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr in Verwendung. Die scheidet für uns aus, die ist defekt, die hat dicht durchgehalten. Vom Preis her okay, die geht bei uns raus. Wir behalten diese Lampe, die findet einen schönen Platz bei uns hier vorne im Küchen- und im Aufenthaltsbereich. Und diese 2 Lampen, die wir hinten im Schlafbereich stehen haben, die haben wir natürlich in Verwendung. Die sind ganz toll und die wird man auch ganz toll empfehlen. Bringen für uns ein schönes Licht, sind dimmbar und natürlich auch im Außenbereich zu verwenden, wenn wir im Sommer im Freien sitzen. Ja, das war es ganz einfach mal gewesen zu unseren Lampen hier im Wohnmobil, im Innen- und Außenbereich. Wir bedanken uns, dass ihr uns zugeschaut habt wieder. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann freuen wir uns natürlich auch auf ein Abo von euch und natürlich
auf einen Daumen nach oben, wenn euch das Video und die Empfehlungen von diesen Lampen im Wohnmobil, im Camper gefallen hat. Wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt schön gesund. Bis dahin. Tschüss.